Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Sie halten Haie für die furchterregendsten Jäger des Ozeans? Da irren Sie sich. Bevor Sie das nächste Mal ins Wasser gehen, sollten Sie sich über einige der furchterregendsten Kreaturen informieren, die sich unter der Wasseroberfläche verbergen. Von einem leuchtenden Krustentier, das wie ein tödliches Juwel glänzt, bis hin zu einer feurigen Krabbe, die ihren Namen mit einem scharfen Curry teilt, ist die Tiefsee voller Überraschungen und Gefahren. Machen Sie sich auf die Entdeckung der 15 gefährlichsten Krustentiere der Welt gefasst. Kreaturen, die Sie vielleicht dazu bringen, Ihren nächsten Schwimmausflug noch einmal zu überdenken. Kokosnusskrabben, die Inselriesen. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf einer abgelegenen Insel im asiatisch-pazifischen Raum und stoßen plötzlich auf eine riesige Krabbe, die sich Ihnen neugierig zu nähern scheint. Klingt wie ein wildes Abenteuer. Aber bevor Sie zu nahe herankommen, sollten Sie vorsichtig sein. Sie stehen der Kokosnusskrabbe, auch bekannt als Palmendieb, Auge in Auge gegenüber. Diese Giganten sind keine gewöhnlichen Krabben. Ihre Krallen haben eine atemberaubende Kraft, die 10-mal stärker ist als der Griff einer menschlichen Hand. Tatsächlich haben sie die stärksten Krallen aller Krebstiere auf der Erde. Mit dieser brechenden Kraft kann eine Kokosnusskrabbe bis zu 28 Kilo heben. Sie können nicht nur mit Leichtigkeit eine Kokosnuss knacken, sondern sind auch so groß, dass sie ihrer Stärke entsprechen. Mit einem Gewicht von etwa 4 Kilo und einer Länge von bis zu 40 Zentimetern, wobei die Beine fast 1 Meter lang sind, werden Sie keine Schwierigkeiten haben, diese riesige Kreatur zu erkennen. Aber ihre schiere Größe ist nicht das Einzige, was sie auszeichnet. Die Kokosnusskrabbe ist der größte landbewohnende Arthropode der Welt. Sie sind nicht nur groß, sie sind auch unglaubliche Kletterer. Es ist bekannt, dass diese Krabben bis zu 10 Meter hohe Bäume erklimmen können, indem sie sich mit ihren starken Beinen an der Rinde festhalten und mühelos hinaufklettern. Warum klettern sie? Um an ihre Lieblingsspeise heranzukommen, Kokosnüsse. Oben angekommen, reißen sie die Kokosnuss mit ihren kräftigen Krallen vom Baum und lassen sie auf den Boden fallen, wo sie aufbrechen und sich daran laben. Überraschenderweise sind Kokosnusskrabben trotz ihrer Größe nachtaktiv. Sie gehen hauptsächlich im Schutze der Nacht auf Nahrungssuche. Tagsüber ziehen sie sich in Höhlen oder Felsspalten zurück, um Raubtieren zu entgehen, und bleiben oft außer Sichtweite. Wenn sie jedoch bei einem nächtlichen Spaziergang auf eine solche Art treffen, kann ihre schiere Größe und Präsenz einen schockierenden Anblick bieten. Kokosnusskrabben ernähren sich vielseitig. Sie fressen Früchte, Samen, Nüsse und sogar kleine Tiere. Es ist auch bekannt, dass sie Aas erbeuten und gelegentlich auch Vögel jagen. Bei einer so reichhaltigen Ernährung ist es nicht verwunderlich, dass sie zu solch beeindruckenden Größen heranwachsen. Und sie sind für die Ewigkeit gebaut. Diese Krebse können bis zu 60 Jahre alt werden und haben die bemerkenswerte Fähigkeit, verlorene Gliedmaßen zu regenerieren. Trotz ihrer Widerstandsfähigkeit sind sie verwundbar, wenn sie sich häuten und ihr Exoskelett abwerfen, um ein neues zu bilden. Während dieser Zeit verstecken sie sich in ihren Höhlen, da sie weicher und anfälliger für Fressfeinde sind. Obwohl Kokosnusskrabben im Allgemeinen Einzelgänger sind, kommt es zu kurzen sozialen Interaktionen, insbesondere während der Paarungszeit. Nach der Paarung legt das Weibchen seine Eier im Meer ab, wo die Larven schlüpfen und wochenlang im Wasser treiben, bevor sie sich schließlich an Land niederlassen und eine Metamorphose durchlaufen. Trotz ihres furchteinflößenden Aussehens spielen Kokosnusskrebse eine wichtige Rolle im Ökosystem. Als Putzkolonne der Natur tragen sie zur Erhaltung der Gesundheit ihres Lebensraums bei, indem sie organische Abfälle und tote Tiere aufspüren. Auch wenn die Kokosnusskrabbe wie eine furchterregende Kreatur erscheinen mag, ist sie ein wesentlicher Bestandteil des Insellebens, ein unwahrscheinlicher Held, der dazu beiträgt, die Umwelt im Gleichgewicht zu halten, auch wenn sie nicht das kuscheligste Tier ist, das Sie auf Ihren Reisen treffen werden. Gottesanbeterin, der Daumensplitter. Bei dem Wort Garnele denkt man vielleicht an eine harmlose kleine Kreatur, aber die Fangschreckenkrebse sind eine ganz andere Geschichte. Diese Krebstiere, die auch als Stomatopoden bekannt sind alles andere als schüchtern. Die Fangschreckenkrebse werden manchmal auch als Daumenspalter bezeichnet. Und das aus gutem Grund. Wenn sie eine anfassen, kann das mehr als nur eine schmerzhafte Verletzung zur Folge haben. Diese farbenfrohen Kreaturen können zwischen 4 und 8 Zoll lang werden und 3 bis 6 Jahre alt werden.
Sie kommen im Indischen Ozean und im Pazifischen Ozean vor und gedeihen in Korallenriffen, wo es reichlich Nahrung gibt. Die Mantisgarnelen ernähren sich von Fischen, anderen Garnelen und Krebsen. Sie zeichnen sich durch ihre gewalttätigen und beängstigenden Jagdtechniken aus. Es gibt über 400 Arten von Fangschreckenkrebsen, die entweder als Zertrümmerer oder als Spießer klassifiziert werden. Zertrümmerer schwingen ein keulenartiges Anhängsel, die sogenannte Daktylkeule, um ihre Beute mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Meilen pro Stunde zu zerschlagen, was der Geschwindigkeit eines Gewehrschusses entspricht. Speere hingegen haben scharfe, mit Widerhaken versehene Fortsätze, mit denen sie ihre Beute aufspießen. Es ist, als ob sie ihr Essen in ein Schaschlik verwandeln. Fangschreckenkrebse besitzen eine unglaubliche Kraft, die es ihnen ermöglicht, viel größere Beutetiere zu erlegen. Hoffen wir nur, dass sie sich nie an Menschen vergreifen. Aber die Fangschreckenkrebse sind nicht nur wegen ihrer rohen Kraft bemerkenswert. Sie verfügt auch über eines der fortschrittlichsten visuellen Systeme im Tierreich. Jedes ihrer Augen ist in der Lage, sich unabhängig voneinander zu bewegen. Und sie enthalten bis zu 16 Arten von Farbempfangszapfen, im Vergleich zu den nur 3, die in menschlichen Augen zu finden sind. Dadurch können Fangschreckenkrebse eine außergewöhnliche Bandbreite an Farben sehen, einschließlich ultraviolettes Licht, das für uns unsichtbar ist. Ihre Augen können auch polarisiertes Licht erkennen, eine Fähigkeit, die nur sehr wenige Lebewesen besitzen. Dieses hochentwickelte Sehvermögen ist für die Jagd von entscheidender Bedeutung, denn es ermöglicht ihnen, die kleinsten Bewegungen ihrer Beute zu erkennen und sogar durch Farbveränderungen miteinander zu kommunizieren. Die Schlagkraft der Fangschreckenkrebse ist so stark, dass sie im Wasser Kavitationsblasen erzeugt. Bei diesem Phänomen verdampft das Wasser durch die schnelle Bewegung der Keule vorübergehend und bildet eine Blase. Wenn diese Blase in sich zusammenfällt, erzeugt sie eine zweite Schockwelle, die die Beute betäuben oder töten kann, selbst wenn der erste Schlag daneben geht. Diese Doppelangriffsstrategie macht die Fangschreckenkrebse zu einem der effizientesten Raubtiere im Ozean. Zusätzlich zu ihren beeindruckenden Jagdfähigkeiten sind Fangschreckenkrebse auch für ihre Intelligenz bekannt. Sie gehören zu den wenigen wirbellosen Tieren, von denen bekannt ist, dass sie komplexe soziale Interaktionen eingehen. Sie können einzelne Nachbarn erkennen und sich an sie erinnern. Sie führen ritualisierte Kämpfe durch und benutzen sogar ihre kräftigen Krallen, um potenziellen Partnern oder Rivalen Signale zu geben. Einige Arten sind monogam und gehen langfristige Paarbindungen ein, teilen sich einen Bau und ziehen gemeinsam Nachwuchs auf, was bei Krustentieren eher selten ist. Fangschreckenkrebse sind außerdem unglaublich widerstandsfähig. Ihre Dactyluskeulen, die schlagenden Anhängsel, bestehen aus einem hochspezialisierten Material, das wiederholten Stößen standhält, ohne zu brechen. Wissenschaftler untersuchen dieses Material, um die Entwicklung neuer, extrem widerstandsfähiger Materialien für Panzerungen und andere Schutzausrüstungen anzuregen. Trotz ihrer aggressiven Natur und ihrer gewaltigen Waffen sind Fangschreckenkrebse ein wichtiger Bestandteil des marinen Ökosystems. Sie helfen, die Populationen verschiedener Beutetiere zu kontrollieren und tragen zur Gesundheit der Korallenriffe bei, indem sie bestimmte Arten in Schach halten. Auch wenn sie aus der Nähe furchteinflößend wirken, spielen sie eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts ihrer Unterwasserwelt. Braune Krabbe, Europas größtes Krustentier. Die braune Krabbe, wissenschaftlich als Cancer-Pagurus bekannt, durchstreift den Meeresboden rund um die britischen Inseln und hält Strandbesucher in Atem. Dieses gespenstische Krustentier gilt als die größte Krabbenart Europas und erreicht in der Regel einen Durchmesser von etwa 20 Zentimetern. Einige dieser Krebse können jedoch bis zu 30 Zentimeter groß und bis zu 9 Pfund schwer werden, was in etwa der Größe eines neugeborenen Babys entspricht. Mit ihren 8 Beinen und 2 massiven Klauen kann die braune Krabbe mit einer Kraft zerkleinern, die 4-mal so stark ist wie die einer menschlichen Hand, und eine Zerkleinerungskraft von 90 Pfund pro Quadratzoll erreichen. Wenn eine dieser Kreaturen deinen Knöchel packt, wird es wehtun. Diese schlauen Krabben lauern unter Seegras oder in der Nähe von Felsen, um ahnungslosen Meeresbewohnern, einschließlich anderer Krabben, aufzulauern. Sie sind immer hungrig. Die braune Krabbe ist nicht wählerisch, wenn es darum geht, was sie frisst, und verschlingt mit Begeisterung tote Meerestiere und Schalentiere. Diese auch als Taschenkrebs bezeichnete Art ist ein beliebtes Gericht für den Menschen. Vielleicht ist das der Grund, warum sie sich so wehrt.
Die Wollhandkrabbe ist mehr als nur ein furchterregender Räuber. Sie spielt eine entscheidende Rolle im marinen Ökosystem. Als Aasfresser trägt sie dazu bei, den Meeresboden zu säubern, indem sie tote Organismen verzehrt, wodurch wiederum Nährstoffe in das Ökosystem zurückgeführt werden. Dieser natürliche Reinigungsdienst ist für die Erhaltung der Gesundheit der Meeresumwelt von entscheidender Bedeutung, da er die Anhäufung von organischem Material verhindert, das andernfalls zu einem ökologischen Ungleichgewicht führen könnte. Neben ihrer ökologischen Bedeutung ist die Nordseekrabbe auch eine Schlüsselart für die Fischereiindustrie, insbesondere im Vereinigten Königreich und in Nordeuropa. Sie ist eine der kommerziell wertvollsten Arten, von der jedes Jahr Tausende von Tonnen geerntet werden. Das süße, zarte Fleisch der Nordseekrabbe wird sehr geschätzt und ist ein Grundnahrungsmittel in vielen Meeresfrüchtegerichten. Von Krabbenkuchen bis hin zu Bisks. Der Fang von Taschenkrebsen unterstützt die lokale Wirtschaft, insbesondere in Küstengemeinden, wo er eine wichtige Beschäftigungsquelle darstellt. Nachhaltige Fischereipraktiken sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass diese wertvolle Ressource weiterhin reichlich vorhanden ist, da eine Überfischung die Population bedrohen könnte. Braune Krabben sind auch in ihrem Fortpflanzungsverhalten faszinierend. Die Weibchen können bis zu 2 Millionen Eier unter ihrem Bauch tragen, die sie nach dem Schlüpfen ins Wasser abgeben. Die Larven sind planktonisch. Sie treiben mehrere Wochen lang in den Meeresströmungen, bevor sie sich auf dem Meeresboden niederlassen, wo sie zu Jungkrabben heranwachsen. Diese hohe Reproduktionsleistung ist ein Grund dafür, dass die Art trotz starker Befischung widerstandsfähig bleibt. Interessanterweise sind braune Krabben dafür bekannt, zu wandern. Sie können beträchtliche Entfernungen auf dem Meeresboden zurücklegen, um zwischen Futterplätzen und Brutgebieten zu wechseln. Einige Populationen unternehmen saisonale Wanderungen, die mehrere Kilometer zurücklegen können. Diese Wanderungen werden oft mit Veränderungen der Wassertemperatur und des Nahrungsangebots abgestimmt, was die Anpassungsfähigkeit der Krabbe an ihre Umwelt zeigt. Trotz ihres zähen Äußeren und ihrer kräftigen Scheren haben Taschenkrebse ihre eigenen Fressfeinde. Große Fische, Tintenfische und sogar andere Krabben können ihnen nachstellen, vor allem wenn sie sich mausern und verletzlicher sind. Die Häutung, bei der die Krabbe ihr altes Exoskelett abwirft, um ein neues zu bilden, ist eine gefährliche Zeit, da die Krabbe dann für kurze Zeit weich und wehrlos ist. Chinesische Wollhandkrabbe, pelzig und doch furchteinflößend. Die chinesische Fäustlingskrabbe sieht mit ihren pelzigen Scheren aus, als trage sie winzige Fäustlinge, was ihr ein komisches Aussehen verleiht. Doch hinter diesem scheinbar harmlosen Äußeren verbirgt sich eine Art, die ernsthafte Umweltbedenken hervorgerufen hat. Ursprünglich in China, Japan und Korea beheimatet, haben sich diese Krebse in verschiedenen Regionen der Welt ausgebreitet, oft über internationale Wasserwege. Ihre Fähigkeit, in neuen Umgebungen schnell Populationen aufzubauen, hat sie zu einem Thema für Forscher und Naturschützer gemacht. Eines der Hauptprobleme der chinesischen Wollhandkrabbe ist ihr Wühlverhalten. Diese Krebse neigen dazu, sich in großer Zahl zu versammeln und ausgedehnte Tunnel entlang der Flussufer zu graben, was im Laufe der Zeit zu Erosion und struktureller Schwächung beitragen kann. In einigen Gebieten wurde ihre Aktivität mit Störungen in Wasserläufen und einem erhöhten Wartungsaufwand für lokale Ökosysteme in Verbindung gebracht. Außerdem ist bekannt, dass die Wollhandkrabbe bestimmte Wasserparasiten in sich trägt, die für Wissenschaftler, die sich mit der Gesundheit der Meere befassen, von Interesse sind. Dies macht deutlich, wie wichtig die richtige Handhabung und Zubereitung beim Verzehr von wild gefangenen Meeresfrüchten ist. Die chinesische Wollhandkrabbe mag mit ihren markanten Scheren zwar amüsant aussehen, ist aber eine Art, die aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Ökosysteme und die aquatische Umwelt auf der ganzen Welt besondere Aufmerksamkeit erfordert. Flusskrebse, die Klonarmee. Crabser, die auch unter Namen wie Langusten, Flusskrebse oder Schlammkäfer bekannt sind, mögen harmlos und sogar schmackhaft erscheinen und sind sicherlich nichts, was sie nachts wach hält. Es sei denn, man isst einen schlechten Flusskrebs, während die meisten Flusskrebse recht harmlos sind. Gibt es eine Art, die ohne weiteres die Hauptrolle in einem kitschigen Science-Fiction-Film über eine Welteroberungsarmee von 10-beinigen Mutanten spielen könnte. Das ist jedoch keine Fiktion. Es gibt eine Flusskrebsart, die genau das tut und sich wie ein Lauffeuer auf der ganzen Welt ausbreitet. Der Marmorkrebs wurde 1995 versehentlich in
einem Aquarium gezüchtet und hat sich seitdem zu einer weltweiten Bedrohung entwickelt. Diese Art stellt eine ernste Gefahr für einheimische Krebse und Ökosysteme dar. In nur wenigen Jahrzehnten hat sich der Marmorkrebs in Europa und Afrika ausgebreitet. Besonders beunruhigend ist seine Fähigkeit, sich selbst zu klonen. Diese ausschließlich weibliche Art vermehrt sich durch Klonen und ist damit praktisch unaufhaltsam. Es ist wie in einem Horrorfilm. Aber es ist nur allzu real. Schlafen Sie gut und träumen Sie nicht davon, dass Krebse die Welt erobern. Mutantenklaue, die Geheimwaffe der Pistolenkrabbe. Die Pistolenkrabbe hat eine Klaue, die manchmal halb so groß ist wie ihr ganzer Körper. Diese überdimensionale Klaue ist die Quelle der unglaublichen Kraft dieser Garnele. Wenn sie angriffsbereit ist, öffnet die Garnele eine kleine Kammer am Ende ihrer massiven Klaue, durch die Wasser eindringen kann. Mit einem kräftigen Ruck presst die Garnele das Wasser mit enormem Druck heraus und erzeugt dabei Blasen mit hoher Geschwindigkeit. Diese Blasen mögen harmlos klingen, aber sie sind tatsächlich tödlich und können die Beute der Garnele betäuben oder sogar töten. Wenn die Blasen platzen, entsteht ein lauter Knall, fast wie ein Pistolenschuss. Eine Art mit dem scherzhaften Namen Cenolepheus pinkfloydi kann Blasen erzeugen, die eine ohrenbetäubende Lautstärke von 210 Dezibel erreichen. Zum Vergleich, ein echter Gewehrschuss hat nur etwa 140–175 Dezibel. Das ist ein gewaltiger Lärm für ein so kleines Lebewesen. Die Fähigkeiten der Pistolenkrabbe sind so beeindruckend, dass sie die Inspiration für eine Superkraft in dem Netflix-Actionfilm Project Power waren. Die Figur von Jamie Foxx verfügt über eine Kraft, die dieser Garnele nachempfunden ist und die es ihm ermöglicht, Kugeln zu zerstören und Feinde mit einem starken Impuls auszulöschen. Eine Garnele genannt zu werden, könnte also doch ein Kompliment sein. Remipede, der giftige Höhlenbewohner. Die Remipede ist ein faszinierendes Krustentier, das in den dunklen Unterwasserhöhlen von Mittelamerika und Mexiko lebt. Mit seinem langen, segmentierten Körper und seinem einzigartigen Schwimmstil ähnelt er einem winzigen, aquatischen Tausendfüßler. Obwohl er völlig blind ist, hat der Remipede eine bemerkenswerte Methode entwickelt, um seine Nahrung zu erbeuten. Mit seinen spezialisierten Reißzähnen gibt er eine einzigartige Mischung natürlicher Enzyme ab, die ihm helfen, seine Nahrung vor dem Verzehr aufzuspalten. Dank dieser Anpassung kann der Remipede effizient Nährstoffe aus seiner Umgebung aufnehmen, was ihn zu einem gut geeigneten Raubtier in seiner Tiefseeumgebung macht. Obwohl ihr Fütterungsprozess im Vergleich zu anderen Meerestieren ungewöhnlich erscheinen mag, ist er ein Beweis dafür, wie die Natur verschiedene Arten für das Überleben ausrüstet. Die Wissenschaftler finden die Remipede wegen ihres seltenen Lebensraums und ihrer speziellen Jagdtechniken besonders interessant. Diese Kreaturen sind jedoch extrem schwer zu finden, so dass erfahrene Taucher tiefe Unterwasserhöhlen erkunden müssen, um sie in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Auch wenn der Remipede ein unglaubliches Beispiel für Anpassung ist, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Sie werden beim Schwimmen nicht zufällig auf einen stoßen. Floral Egg Crab, eine hübsche, aber giftige Gefahr. Atergatis floridus, oft auch Blumeneierkrabbe oder Schalkrabbe genannt, ist ein kleines, aber auffälliges Krustentier, das in Südostasien und Teilen Australiens vorkommt. Mit ihrer glatten Schale und den lebhaften Mustern fällt sie in ihrem küstennahen Lebensraum sicher auf. Trotz ihres auffälligen Aussehens hat diese Krabbe eine natürliche Abwehr, die sie am besten aus der Ferne bewundern lässt. Ähnlich wie bestimmte Meerestiere. Der Kugelfisch enthält die Blumeneierkrabbe natürlich vorkommende Verbindungen, die bei Verzehr schädlich sein können. Dieser eingebaute Schutz hilft ihr, Raubtiere in freier Wildbahn zu vermeiden. Wer auf diese wunderschön gemusterte Krabbe stößt, sollte sie am besten einfach beobachten und schätzen, aber nicht anfassen oder versuchen, sie zu essen. Wie viele andere faszinierende Meeresbewohner spielt auch die Blumeneikrabbe eine wichtige Rolle in ihrem Ökosystem und sollte am besten ungestört in ihrer natürlichen Umgebung bleiben. Besondere Entdeckung. In dieser fesselnden Unterwasserszene steht eine riesige Krabbe im Mittelpunkt. Ihr Körper ist durch eine dicke Schicht aus Sand und Algen getarnt. Seine leuchtend grünen Augen und sein tiefroter Mund mit den scharfen weißen Zähnen heben sich von der gedämpften Umgebung ab. In der Ferne schwimmt ein Taucher, der teilweise von der Wasseroberfläche verdeckt wird, was dem Bild Größe verleiht und die einschüchternde Größe der Krabbe unterstreicht. Der Kontrast zwischen der natürlichen Tarnung der Kreatur und ihren furchterregenden Merkmalen
schafft ein beängstigendes Unterwasserspektakel. Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Japanische Spinnenkrabbe, Giganten der Tiefe. Die schiere Größe dieser Krustentiere reicht aus, um Furcht einzuflößen. Japanische Spinnenkrabben gelten als die größten Krabben der Welt. Ihre Beine können bis zu 12,5 Fuß lang sein und ihr Körper kann fast 20 Kilo wiegen. So groß, dass ein menschliches Kind zu klein ist. Doch bevor Sie sich zu sehr erschrecken, sollten wir uns mit der Realität dieser Unterwasserriesen beschäftigen. Es wäre nicht fair, sie nur nach ihrem imposanten Aussehen zu beurteilen. Diese Krebse sind Meister der Tarnung. Sie leben in einer Tiefe von 150 bis 200 Metern, wo sie Materialien aus ihrer Umgebung verwenden, um sich zu tarnen und Raubtiere zu vermeiden. Diese Fähigkeit zur Tarnung könnte eine Erklärung für ihre beeindruckende Lebensdauer sein, die über 100 Jahre betragen kann, wobei einige sogar noch länger leben. Trotz ihrer enormen Größe werden japanische Seespinnen eher von Kraken oder Stachelrochen gejagt, als dass sie selbst eine Bedrohung darstellen. Sie sind von Natur aus Aasfresser und ernähren sich von den verwesenden Überresten von Tieren und Pflanzen, die sie auf dem Meeresboden finden. Obwohl sich viele Mythen um diese Krebse ranken, ist es in Wahrheit unwahrscheinlich, dass sie einem Menschen etwas antun. Es sei denn, man liegt bereits tot auf dem Meeresboden. Diese Legenden haben ihnen vielleicht einen furchterregenden Ruf eingebracht, aber in Wirklichkeit leisten sie nur ihren Beitrag zur Säuberung des Ozeans. Vielleicht ist es also an der Zeit, mit der Verurteilung dieser sanften Riesen aufzuhören und ihre Rolle im marinen Ökosystem zu würdigen. Amerikanischer Hummer, mehr als nur eine ausgefallene Mahlzeit. Sie sind diesen beliebten Krustentieren bestimmt schon einmal begegnet. Und wahrscheinlich haben Sie auch schon einmal einen auf einem Teller gesehen. Es gibt jedoch einige überraschende Fakten über den amerikanischen Hummer, die Sie vielleicht nicht kennen. Bekannt dafür, dass er in gehobenen Restaurants serviert wird, perfekt gekocht und in Butter mit einem Spritzer Zitrone getränkt, ist der amerikanische Hummer auch ein wirklich faszinierendes Lebewesen. Sein merkwürdiges Aussehen ist nur der Anfang. Wie andere Krustentiere tragen auch Hummer ihr Skelett an der Außenseite ihres Körpers und werfen es im Laufe ihres Wachstums regelmäßig ab. Das mag seltsam klingen, ist aber ein typisches Verhalten von Krustentieren. Der amerikanische Hummer stellt jedoch eine ganz neue Dimension der Biologie dar. Eine seiner bizarrsten Eigenschaften ist seine Fähigkeit, verlorene Gliedmaßen nachwachsen zu lassen. Wenn eine Schere abbricht, kann er sich einfach eine neue wachsen lassen. Und ob Sie es glauben oder nicht, dieser Hummer hat Zähne. Aber nicht so, wie Sie vielleicht denken. Diese Zähne sind nicht zum Kauen der Nahrung auf dem Teller da. Stattdessen befinden sie sich im Magen des Hummers. Der Magen des Hummers befindet sich in der Nähe seines Mundes, was die Sache noch merkwürdiger macht. Der amerikanische Hummer ist nicht nur eine kulinarische Köstlichkeit, sondern auch ein unglaubliches Beispiel für die Eigenheiten der Natur. Mosaik-Riffkrabbe, toxische Schönheit. Bei der Erkundung weiterer faszinierender Krustentiere stoßen wir auf die Mosaik-Riffkrabbe, eine der einzigartigsten Meeresarten, die in Singapur und in Teilen Asiens und des Pazifiks vorkommen. Mit ihrem auffälligen orangeroten Panzer, der mit einem schönen weiß gesprenkelten Muster bedeckt ist, fällt diese kleine Krabbe in ihrer Küsten- und Riffumgebung sicherlich auf. Trotz ihrer kompakten Größe von etwa 8 bis 10 Zentimetern ist diese Krabbe so angepasst, dass sie am besten aus der Ferne beobachtet werden kann. Sie trägt von Natur aus bestimmte Meeresstoffe in sich, die sie wahrscheinlich aus ihrer Nahrung, den Seegurken, bezieht und die sie vor potenziellen Fressfeinden schützen. Obwohl diese Art eine wichtige Rolle im marinen Ökosystem spielt, ist es immer eine gute Idee, wild lebende Tiere aus der Ferne zu betrachten und den Umgang mit unbekannten Kreaturen zu vermeiden. Die Mosaik-Riffkrabbe ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Natur verschiedene Arten mit einzigartigen Merkmalen ausstattet, damit sie in ihrer Umgebung gedeihen können. Schlammkrabben, verborgene Raubtiere. Schlammkrabben, auch als Chilicarata bekannt, sind in Mangroven, Sümpfen, Bächen und Flussmündungen in Australien, Asien und Afrika weit verbreitet. Sie sind sowohl bei Fischern als auch bei Nahrungsmittelliebhabern beliebt. Aber ihr Fang ist nicht ohne Risiko. Es kann sehr gefährlich sein, sich durch Watt und Mangroven zu wagen, die mit Krabben und möglicherweise anderen lauernden Gefahren wie Krokodilen gefüllt sind. Diese Krebse verstecken sich in der Regel knapp unter der schlammigen Oberfläche, sodass sie für das ungeübte Auge fast unsichtbar sind.
In Kombination mit dem schlammigen oder flachen Wasser ist es eine Herausforderung, sie zu entdecken. Wenn eine Schlammkrabbe bedroht wird, können ihre enormen Klauen, die mit rasiermesserscharfen Zangen ausgestattet sind, einem unglücklichen Knöchel ernsthaften Schaden zufügen. Wenn eine Schlammkrabbe nach ihnen greift, lässt sie möglicherweise nicht so leicht wieder los. Ihre kräftigen Krallen können sogar geschlossen bleiben, nachdem die Krabbe die Kralle abgenommen hat, um zu entkommen. Zum Glück für die Krabbe kann sie eine neue Kralle wachsen lassen, sodass ihr Angreifer Schmerzen hat und ein neues, unerwünschtes Krabbenklauen-Accessoire trägt. Sägeschnittige Löffelkrabbe, eine gefährliche Begegnung. Der Name der Sägezahnlöffelkrabbe mag ungewöhnlich klingen, aber ihre einzigartigen Eigenschaften sind nicht zu übersehen. Sie ist in Korallenriffen in ganz Asien zu finden, darunter in Singapur, auf den Philippinen, in Indonesien, Thailand, Vietnam und in den Gewässern vor Papua-Neuguinea und Neukaledonien und fügt sich mit ihrem schroffen, stacheligen Aussehen in ihre Umgebung ein. Obwohl sie nur etwa 15 cm groß wird, ist sie mit ihren gezackten Rändern und ihrem strukturierten Panzer recht auffällig. Der sägeförmige Teil seines Namens kommt von den gezackten Mustern entlang seiner Beine und Krallen, die ihm ein unverwechselbares Aussehen unter anderen Riffbewohnern verleihen. Obwohl diese Art ein faszinierender Teil des marinen Ökosystems ist, muss man wissen, dass nicht alle Krabben sicher zu handhaben oder zu verzehren sind. Einige Meerestiere tragen von Natur aus bestimmte Stoffe in sich, die als Verteidigungsmechanismus dienen. Die Sägezahnkrabbe ist ein solches Beispiel. Dies ist eine gute Erinnerung daran, dass man bei der Erkundung des Lebens im Meer immer am besten aus der Ferne bewundern und sich vor unbekannten Arten in Acht nehmen sollte. Die Currypuffkrabbe, ein tödlicher Doppelgänger. Der Name Currypuffkrabbe mag wie etwas von der Speisekarte eines Restaurants klingen, aber dieses einzigartige Krustentier lässt sich am besten aus der Ferne bewundern. Diese auch als Platypodia granulosa bekannte Art hat Ähnlichkeit mit der Blumeneierkrabbe und weist einige ähnliche Merkmale auf. Die in den Gewässern um Singapur und anderen Küstenregionen vorkommende Currypuffkrabbe hat ihren Namen von ihrer runden, strukturierten Schale, die dem beliebten Snack ähnlich sieht. Doch damit enden die Ähnlichkeiten auch schon. Die äußere Schale dieser Krabbe ist zwar nicht schädlich, doch enthält sie von Natur aus bestimmte Stoffe, die sie zum Verzehr ungeeignet machen. Da sie sich nahtlos in ihre Umgebung einfügt, ist diese Art ein Meister der Tarnung und bleibt in ihrem natürlichen Lebensraum oft unbemerkt. Wie bei allen unbekannten Meeresbewohnern ist es immer am besten, sie ohne direkten Kontakt zu beobachten, um eine sichere und respektvolle Herangehensweise an die Erkundung von Meeresökosystemen zu gewährleisten. Die Smaragdkrabbe, tödliche Schönheit. Der erste auf unserer Liste ist die faszinierende Smaragdkrabbe. Trotz ihrer auffallend grünen Farbe und ihres harmlosen Aussehens hat dieses kleine Krustentier einige überraschende Geheimnisse. Die Smaragdkrabbe lebt in den warmen Gewässern der Karibik und verbringt ihre Zeit damit, Algen zu fressen und den Meeresboden sauber zu halten. Ihr leuchtender, juwelenartiger Farbton lässt sie wie einen winzigen Unterwasserschatz aussehen. Aber am besten ist sie aus der Ferne zu bewundern. Diese Art enthält von Natur aus bestimmte Stoffe, die sie für den Verzehr ungeeignet machen. Sie sollten sie also nicht auf ihrem Teller haben. In der richtigen Umgebung ist die Smaragdkrabbe jedoch eine nützliche Ergänzung des marinen Ökosystems und hat sich sogar einen Platz in einigen Meerwasseraquarien als natürlicher Reiniger verdient. Ziemlich cool, oder? Was denkst du? Wärst du aufgeregt oder ein wenig nervös, wenn du eines dieser Tiere in freier Wildbahn sehen würdest? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu mögen, zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken, damit du kein Abenteuer verpasst. Bis zum nächsten Mal.